Kennst du das, dass dein Kopf irgendwann einfach nicht mehr kann, obwohl du vielleicht gar keinen extremen Tag hattest und auch nichts Besonderes passiert ist und trotzdem geht plötzlich nichts mehr? Du kannst nichts mehr aufnehmen, jedes kleine bisschen ist zu viel und du merkst nur noch, mein Kopf ist komplett überfordert. Ich kenne diese Erschöpfung im Kopf sehr gut und es gab Zeiten, da habe ich es nicht mal geschafft, eine einfache Nachricht beim Lesen zu verstehen oder eine kleine Aufgabe zu Ende zu denken, weil mein Kopf so voll war, so dicht. Vernebelt passt da einfach auch gut zu. Neulich hat jemand was unter einem Video geschrieben, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Ich bin einfach geistig viel schneller erschöpft. Ich kann dann nichts mehr aufnehmen, mein Kopf ist überlastet und überfüllt und das winzigste bisschen ist zu viel. Früher hatte ich so viel Power, aber seit einigen Monaten bin ich nur noch ausgeschöpft. Kennst du das? Ja, und genau darüber spreche ich heute, was hinter dieser Erschöpfung im Kopf steckt und was helfen kann, den Kopf wieder ein bisschen zu entlasten. Ja, viele beschreiben diese Erschöpfung so, als wäre der Kopf leer, aber ich empfinde das ganz anders. Bei mir ist der Kopf nicht leer, sondern zu voll. Das sind nicht unbedingt große Dinge, die das machen, nicht irgendwie ein extremer Stressmoment oder so. Das kann natürlich auch immer mal sein, aber meistens sind es einfach viele kleine Eindrücke, Gedanken, ja, irgendwelche Anforderungen, die sich einfach über den Tag ansammeln. Das können auch Geräusche sein oder irgendwelche Informationen, Entscheidungen, die getroffen werden müssen oder Gedanken, die nicht aufhören. Zum Beispiel an Dinge, die noch erledigt werden müssen, die schleppt man dann immer so mit sich rum. Und irgendwann merkt man dann plötzlich, jetzt geht nichts mehr rein in den Kopf. Und das nicht, weil man sich nicht anstrengt, das ist es nicht, sondern weil der innere Filter nicht mehr richtig sortiert. Und ich erzähle mal, wie ich das meine, anhand eines Beispiels. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Computer mit zu vielen offenen Fenstern auf dem Bildschirm. Jedes einzelne Fenster wäre eigentlich machbar, aber zusammen ist es einfach zu viel. Und dann reagiert das System einfach langsamer oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und genau das passiert auch im Kopf. Der nimmt weiter alles auf, aber er kann es nicht mehr ordnen, nicht mehr verarbeiten und nicht mehr sinnvoll einsortieren. Und deshalb fühlen sich dann Kleinigkeiten so anstrengend an, wie zum Beispiel, wie ich es eben schon genannt habe, eine Nachricht lesen oder einem Gespräch folgen. Nicht, weil man zu wenig kann, sondern weil der Kopf einfach überlastet ist. Der macht dann zu. Und dieses Dichtmachen, das ist natürlich kein Versagen oder so, sondern das ist ein Signal. Es ist ein Zeichen dafür, dass das System eben überlastet ist und gerade keine zusätzlichen Informationen mehr verkraftet. Erschöpfung im Kopf hat auch nichts mit fehlender Motivation oder so zu tun und auch nichts mit Disziplin. Der Kopf macht auch nicht dicht, weil du schwach bist, sondern weil er schon sehr lange sehr viel verarbeiten musste. Wenn der Kopf erschöpft ist, dann ist man aber oft nicht nur müde oder kann sich schlecht konzentrieren. Viele merken auch, dass sich das Denken insgesamt anders anfühlt. Ja, was meine ich damit? Dann sucht man vielleicht länger nach Worten oder die Gedanken reißen schneller ab, man verliert den Faden. Und was ich früher auch oft hatte, man liest etwas und weiß kurz danach nicht mehr, was da eigentlich stand. Oder man vergisst Kleinigkeiten, die sonst selbstverständlich waren. Und ich denke, das alles kann einen ganz schön verunsichern. Bei mir war das jedenfalls so. Nicht, weil man das Gefühl hat, dass man Wissen verloren hat. Das nicht, das ist es auch nicht. Aber man kommt einfach nicht mehr drauf. Der Zugriff darauf funktioniert nicht mehr richtig. Ich glaube aber ganz fest, der Kopf verliert nichts, sondern er muss gerade unter ganz ungünstigen Bedingungen arbeiten. Und wenn zu viele Eindrücke gleichzeitig verarbeitet werden müssen, wenn Reize nicht mehr gut gefiltert werden und das System dauerhaft unter Spannung steht, dann wird das Denken unzuverlässiger. Das ist ja nicht immer und auch nicht grundsätzlich, aber es ist eben, ja, ich sag mal, situationsbezogen. Und deshalb fühlt sich Erschöpfung im Kopf auch oft wechselhaft an. Vielleicht kennt ihr das auch. In manchen Momenten geht's und dann wieder gar nicht. Und das ist eigentlich ein typisches Zeichen für Überlastung und nicht dafür, dass irgendwas verloren gegangen ist oder so. Manche beschreiben diesen Zustand auch, ja, wie durch Watte denken oder nicht richtig klar im Kopf sein. Für mich trifft das Zweite noch am besten, finde ich. Und es zeigt eben, dass das System im Moment einfach zu wenig Spielraum hat.
Und genau das macht Erschöpfung im Kopf dann so unangenehm. Denken fühlt sich dann viel schwerer an, viel langsamer an und auch weniger zugänglich. Ja, und genau hier stellst du dir jetzt vielleicht die Frage, was denn helfen kann, dem Kopf wieder mehr Spielraum zu geben, damit das Denken wieder stabiler wird. Und genau darauf gehe ich jetzt im nächsten Abschnitt ein. Rückblickend kann ich sagen, mein Kopf ist heute viel stabiler als früher. Es ist nicht perfekt, ich bin auch nicht beschwerdefrei, aber ich bin viel belastbarer. Ich kann heute wieder den ganzen Tag konzentriert arbeiten, das ging früher nicht mehr. Und das ist alles natürlich auch nicht plötzlich gekommen, das war jetzt nicht ein einzelner Schritt und auch keine schnelle Lösung. Was ich als erstes gemerkt habe, das war, dass die Ernährung irgendwie eine Rolle spielt für meinen Kopf. Oft war ich nach dem Essen wie vernebelt, wurde so müde, dass ich mich hinlegen musste. Ich war unkonzentriert, dann auch total erschöpft und manchmal auch richtig weggetreten im Kopf. Damals wusste ich natürlich nicht, woran das genau lag. Ich habe da lange gesucht, ich habe ausprobiert, ich habe experimentiert und erst viel später, vor allem durch meine Ausbildung, habe ich verstanden, welche Zusammenhänge für meinen Kopf wirklich wichtig sind. Ein zentraler Punkt dabei waren für mich starke Blutzuckerschwankungen und das übrigens ohne Diabetes. Ich habe gemerkt, wie sehr das meinen Kopf zusätzlich belastet, gerade mit diesen typischen Einbrüchen nach dem Essen. Aber auch weitere Symptome hängen bei mir direkt damit zusammen, darauf gehe ich ja in meinen Videos auch immer wieder ein. Über die Ernährung und eine weitere Ausbildung bin ich dann zum nächsten Baustein gekommen, der für meinen Kopf eine große Rolle spielt, und das war Omega-3. Natürlich nicht als Wundermittel und auch nicht als schnelle Lösung, sondern als etwas, das meinem Kopf über die Zeit mehr Stabilität gibt. Ich habe damals gemerkt, dass ich klarer werde, dass ich den Faden besser halten kann, ihn auch wiederfinde, wenn ich ihn mal verloren habe und insgesamt gedanklich wieder belastbarer bin. Und im Coaching sehe ich immer wieder, dass viele Omega-3 nehmen, aber eigentlich gar nicht wissen, ob es für sie passt oder ausreicht. Und deshalb empfehle ich zwei Dinge. Zum einen die Produkte von Norsan und ich biete eine Omega-3-Beratung mit einem Selbsttest für zu Hause an, denn sonst weiß man gar nicht, wo man eigentlich steht. Und das ist ähnlich wie beim Vitamin D. Auch da ist es wichtig, die Werte zu kennen. Ja, und eins finde ich noch ganz wichtig. Es geht nicht um die einzelne Maßnahme, sondern es geht darum, bessere Bedingungen für den Kopf zu finden. Und manchmal sind das auch kleine Dinge. Zum Beispiel so eine kurze Kopf- oder Nackenmassage. Das mache ich zwischendurch auch ganz oft und das tut einfach unglaublich gut. Oder für ein paar Sekunden die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf ein Geräusch zu richten, das kann auch helfen. Das sind jetzt keine Superlösungen, sondern es geht darum, dem Kopf zwischendurch ein bisschen Entlastung zu geben. Ja, und die großen Themen wie Ernährung, Omega-3, Schlaf, Bewegung, Stressregulation, all das greift natürlich ineinander und ist wichtig. Es geht darum, dem Kopf wieder eine Grundlage zu geben, damit er verlässlicher arbeiten kann. Und das ist natürlich nicht bei jedem gleich und das heißt auch nicht, dass Ernährung oder Omega-3 alles lösen. Aber für mich und viele Menschen, die ich begleite, waren das genau die Stellschrauben, mit denen der Kopf langsam wieder stabiler geworden ist. Schreib gern mal, was es bei dir ist. Ja, wenn du beim Zuhören gemerkt hast, dass dich diese Erschöpfung nicht nur punktuell im Kopf betrifft, sondern sich durch viele Bereiche deines Alltags zieht, dann könnte dieses Video für dich passen. Darin spreche ich über 10 Dinge bei unsichtbarer Erschöpfung, die viele erleben, aber die von außen kaum jemand versteht. Bis bald im nächsten Video.